Herzlichen Dank, Robin, für deine inspirierende Rede. Ich denke, es geht uns allen so, es ist sehr emotional. Ich glaube, wir stehen vor enormen Herausforderungen, aber wenn nur die Hälfte von dessen stimmt und wahr wird, was Robin in seiner Rede gesagt hat, dann stehen wir vor etwas Großem und wir sind Teil dessen. Ja, sehr geehrter Herr Bundeskanzler Scholz, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Tschentscher, sehr geehrte Frau Senatorin Leonhardt, sehr geehrte Exzellenzen, sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages und der Hamburger Bürgerschaft, sehr geehrter Herr Pötsch, lieber Gunnar Kilian, liebe Mitglieder unseres Aufsichtsrates, liebes Team von Quest One, sehr geehrte Damen und Herren, und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Ich bin sehr froh und vor allem aber auch stolz auf unsere Tochter Quest One, dass ich hier und heute bei Ihnen sein darf in Hamburg, denn wir geben hier den Startschuss für die modernste Fertigungsanlage im Bereich der Wasserstoffwirtschaft in Europa. Den Startschuss nicht nur für die modernste Wasserstoffanlage, sondern mit 5 Gigawatt auch die größte. Eine riesige Investition, wir haben sehr viel Respekt davor. Mit dem Startschuss beginnen wir etwas Großes zu tun. MAN Energy Solutions, Quest One und Volkswagen leisten damit einen substanziellen Beitrag für die Etablierung und Industrialisierung nachhaltiger Zukunftstechnologien hier in Deutschland, aber auch in Europa. Wir investieren in die Zukunft und wir tun dies, weil wir an den Wirtschaftsstandort Deutschland glauben. So hat Herr von Plettenberg in seiner Rede auch gesagt. Und das ist Fakt. Lieber Herr Bundeskanzler Scholz, Sie haben im vergangenen Jahr das Ziel eines grünen Wirtschaftswunders ausgerufen. Ein Ziel, auf das wir bei MAN Energy Solutions ganz aktiv hinarbeiten werden. Mit unserem Motto Moving Big Things to Zero haben wir die Entwicklung von Dekarbonisierungslösungen für die Industrie zu unserer zentralen Aufgabe gemacht. Ich denke, ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich sage, der Weg zum grünen Wirtschaftswunder ist keine gut ausgebaute Straße. Wir befinden uns vielmehr als Unternehmen, als Land, aber auch als Gesellschaft, als Society auf einem enorm steinigen Transformationspfad. Das ist unvermeidlich. Wandel war noch nie einfach und es wird viel und oft geklagt und auch das ist in Ordnung. Aber die Ungeduld darüber, dass es nicht immer schnell genug vorangeht, darf absolut nicht in Frustration ummünzen. Wir brauchen konstruktive Kritik und harte Diskussionen in der Sache. Frustration aber können und dürfen wir uns absolut nicht leisten. Und wir dürfen uns auch nicht auseinanderdividieren lassen. Die Energiewende als gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist richtig und alternativlos. Das dürfen wir auch in schwierigen Zeiten nicht aus den Augen verlieren. Wir als MAN Energy Solutions, als eines der ältesten Industrieunternehmen der Welt, wird euch weiter auf dieses Ziel hinarbeiten. Als Teil der Volkswagen-Gruppe beschäftigen wir rund 15.000 Mitarbeiter, davon 10.000 in Deutschland an 5 Standorten. Darunter auch hier in Hamburg, wo wir rund 500 Menschen Arbeit geben. Auch unser unternehmerischer Transformationspfad war zunächst sehr, sehr steinig. Wir mussten uns ein Stück weit neu erfinden und herausfinden, wo und wie wir in der dekarbonisierenden Weltwirtschaft am besten unseren Beitrag leisten können. Moving Big Things to Zero lautet unsere Mission. Das heißt, wir ermöglichen mit unserer Technologie in den sogenannten Hard-to-Abate-Bereichen den Anschluss an die Dekarbonisierung. Das tun wir gemeinsam mit unserer Tochter Quest One im Bereich der Wasserstoffwirtschaft. Das tun wir aber auch mit unseren Großwärmepumpen, die bereits heute Kohlekraftwerke verdrängen und Kommunen und Unternehmen eine klimafreundliche Wärmeversorgung ermöglichen. Das tun wir auch mit unseren Schiffs- und Kraftwerksmotoren, die schon heute mit klimaneutralen Kraftstoffen umgehen können, auch wenn es die
in der Form heute so nicht gibt und vor allem noch nicht in den Mengen. Und das tun wir auch mit unseren Lösungen im Bereich Carbon Management, also bei der Abscheidung von CO2 aus industriellen Prozessen. Wir sind bereit für das grüne Wirtschaftswunder und für eine mutige und pragmatische Klimapolitik, die Sie selbst, Herr Bundeskanzler, in diesem Jahr richtigerweise eingefordert haben. Erlauben Sie mir daher, meine sehr geehrten Damen und Herren, anschließend an einige Eckpfeiler einer solchen pragmatischen Klimapolitik aus unserer Sicht zu erinnern. Dekarbonisierung bedeutet entweder Elektrifizierung oder den Einsatz synthetischer Kraftstoffe, etwa in der Schifffahrt oder auch in der Luftfahrt. Grundlage für beides ist grüner Strom. Erneuerbare Elektrizität wird damit zum wichtigsten Rohstoff unserer Volkswirtschaft und muss zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar sein. Nur dann kann nämlich auch Wasserstoff, der zweite wichtige Zukunftsrohstoff, zu wettbewerbsfähigen Preisen gewonnen werden, und zwar auch hier in Deutschland und in Europa. Bei alledem kommt es zunehmend auf den Faktor Geschwindigkeit an. Die Technologien, die wir brauchen, liegen bereits heute marktreif vor. Und die europäische Industrie ist noch in vielen Segmenten marktführend. Die aktuelle Herausforderung liegt in der Implementierung. Wir müssen machen. Und weil wir bei Quest One, bei MAN Energy Solutions und bei Volkswagen gerne machen, deswegen sind wir heute hier und freuen uns ganz besonders, dass Sie, verehrter Bundeskanzler, es ebenfalls sind. Beim versprochenen Deutschlandtakt sind wir in der Bundesrepublik bislang leider noch nicht angekommen. Aber wir gehen gemeinsam voran und wir sehen hier und heute Resultate, die uns hoffnungsvoll stimmen dürfen. Lassen Sie uns bitte gemeinsam die Ärmel weit hochkrempeln, mit Zuversicht nach vorne schauen und machen. Herzlichen Dank.